Für alle Abonnenten gibt es am Ende eine kleine Überraschung. Grüß Gott, meine Lieblingskinder. Heute erzähle ich euch das Märchen vom Mädchen ohne Hände. Ein Müller, der so arm war, dass er nichts weiter hatte als seine Mühle und einen großen Apfelbaum dahinter, ging in den Wald Holz holen. Da trat ihm ein alter Mann an, der sprach: Was quälst du dich so sehr? Ich will dich reich machen. Verschreib mir dafür, was hinter deiner Mühle steht. In 3 Jahren will ich's abholen. Der Müller denkt: das ist mein Apfelbaum, sagte ja und verschrieb's dem Manne. Wie er nach Hause kommt, sagt seine Frau zu ihm: Müller, woher kommt der große Reichtum, der auf einmal Kisten und Kasten in unserem Haus angefüllt hat? Das kommt von einem alten Mann aus dem Wald. Ich hab ihm dafür verschrieben, was hinter der Mühle steht. Ach Mann, sprach die Frau erschrocken. Das wird schlimmer werden. Der alte Mann war der Teufel und er hat unsere Tochter damit gemeint. Die hat gerade hinter der Mühle gestanden und den Hof gekehrt. Die Müllerstochter war aber gar schön fromm und nach 3 Jahren kam der Teufel ganz früh und wollte sie holen. Aber sie hatte mit Kreide einen Kranz um sich gemacht und sich reingewaschen. Da konnte der Teufel nicht zu ihr kommen. Zornig sprach er zu dem Müller: Tu ihr alles Waschwasser weg, dass sie sich nicht mehr waschen kann und ich Gewalt über sie habe. Der Müller fürchtete sich und tat es. Am anderen Tag kam der Teufel wieder, aber sie hatte auf ihre Hände geweint und sich mit ihren Tränen gewaschen und war ganz rein. Da konnte ihr der Teufel abermals nicht nahen, ärgerte sich sehr und befahl dem Müller: Hau ihr die Hände ab, dass ich ihr was anhaben kann. Der Müller aber entsetzte sich und antwortete: Wie könnt ich meinem lieben Kind die Hände abhauen? Nein, das tu ich nicht. Weißt du was? So hol ich dich selber, wenn du's nicht tust. Da fürchtete sich der Müller gewaltig und versprach ihm in der Angst zu tun, was er befohlen hätte, ging zu seiner Tochter und sprach: Mein Kind, der Teufel wird mich holen, wenn ich dir nicht beide Hände abhaue. Und da habe ich es ihm versprochen. Ich bitte dich um Verzeihung. Vater, sagte sie, macht mit mir, was ihr wollt, legte ihre beiden Hände hin und ließ sie abhauen. Zum 3. Mal kam der Teufel. Allein sie hatte so lang und viel auf ihre Stümpfe geweint, dass sie doch ganz rein wurde. Da hatte der Teufel alles Recht an ihr verloren. Der Müller, weil er so großes Gut durch sich gewonnen hatte, versprach ihr nun, er wolle sie zeitlebens aufs Köstlichste halten. Allein sie mochte nicht mehr dableiben. Ich will fort von hier. Mitleidige Menschen werden mir schon so viel geben, als ich zum Leben brauche. Die beiden abgehauenen Hände ließ sie sich auf den Rücken binden. Mit Sonnenaufgang zog sie fort und ging den ganzen Tag, bis es Abend wurde. Da kam sie zu des Königs Garten. In der Gartenhecke war eine Lücke, durch die ging sie hinein, fand einen Obstbaum, den schüttelte sie mit ihrem Leib. Und wie die Äpfel zur Erde fielen, bückte sie sich nieder und hob sie mit ihren Zähnen auf und aß sie.
2 Tage lebte sie so, am 3. aber kamen die Wächter des Gartens, die sahen sie, nahmen sie gefangen und warfen sie ins Gefangenenhaus. Des andern Morgens wurde sie vor den König geführt und sollte landesverwiesen werden. »Ei«, sprach der Königssohn, »sie kann ja lieber die Hühner auf dem Hofe hüten.« So blieb sie eine Zeit lang da und hütete die Hühner. Der Königssohn aber sah sie oft und gewann sie von Herzen lieb. Mittlerweile kam nun die Zeit, dass er sich vermählen sollte. Da wurde ausgeschickt in alle weite Welt, um ihm eine schöne Gemahlin auszusuchen. »Ihr braucht nicht weit zu suchen und zu senden«, sprach er, »ich weiß mir eine ganz in der Nähe.« Der alte König besann sich hin und her, und es war ihm keine Jungfrau im Land bekannt, die schön und reich wäre. »Du wirst doch nicht etwa gar die da wollen heiraten, die die Hühner im Hofe hütet?« Der Sohn aber erklärte, er würde nimmermehr eine andere nehmen. Da musste es endlich der König zugeben, und bald darauf starb er. Der Königssohn folgte ihm im Reich nach und lebte insoweit glücklich mit seiner Gemahlin. Nun musste aber einmal der König in den Krieg ziehen, und während seiner Abwesenheit gebar sie ein schönes Kind und sandte einen Boten mit einem Brief ab, worin sie ihrem Gemahl die frohe Nachricht meldete. Der Bote ruhte unterwegs an einem Bache und schlief ein. Da kam der Teufel, der ihr immer zu Schaden trachtete, und vertauschte den Brief mit einem andern, worin stand, dass die Königin einen Wechselbalg zur Welt gebracht hätte. Der König, als er den Brief las, betrübte sich sehr, doch schrieb er zur Antwort, man solle die Königin und das Kind wohlhalten bis zu seiner Rückkunft. Der Bote ging mit dem Brief zurück, und als er am nämlichen Platz ruhte und eingeschlafen war, nahte sich der böse Teufel wieder und schob einen andern Brief unter, worin der König befahl, Königin und Kind aus dem Land zu jagen. Dies musste nun so geschehen, so sehr auch alle Leute vor Traurigkeit weinten. »Ich bin nicht hierher gekommen, um Königin zu werden. Ich habe kein Glück und verlange auch keins. Bindet mir mein Kind und die Hände auf den Rücken, so will ich in die Welt ziehen.« Abends kam sie in einen dicken Wald zu einem Brunnen, wobei ein guter alter Mann saß. »Seid doch so barmherzig«, sprach sie, »und haltet mir mein Kind an die Brust, solange ich ihm zu trinken gebe«, welches der Mann tat. Und darauf sagte er zu ihr, »Dort steht ein dicker Baum, zu dem geh hin und schlinge deine abgestumpften Arme 3-mal um ihn.« Und als sie es getan, wuchsen ihr die Hände wieder an. Darauf zeigte er ihr ein Haus. »Darin wohne und geh nicht heraus und mache niemand die Tür auf, der nicht 3-mal um Gottes Willen darum bittet.« Indessen war der König nach Hause gekommen und sah ein, wie er betrogen worden war. In der Bekleidung eines einzigen Dieners machte er sich auf, und nach einer langen Reise verirrte er sich endlich gerade in der Nacht in demselben Walde, wo die Königin wohnte. Er wusste aber nicht, dass sie ihm so nah war. »Dort hinein«, sprach der Diener, »glimmt ein Lichtlein in einem Haus, Gottlob, da können wir ruhen.« »Ach nein«, sprach der König, »ich will nicht so lange rasten und weiter nach meiner geliebten Frau suchen, eher habe ich doch keine Ruhe.«
Allein der Diener bat so viel und klagte so über Müdigkeit, dass der König aus Mitleid einwilligte. Wie sie zu dem Haus kamen, schien der Mond, und sie sahen die Königin am Fenster stehen. »Ach, das muss unsere Königin sein, so gleicht sie ihr«, sagte der Diener. »Aber ich sehe doch, dass sie es nicht ist, denn diese da hat Hände.« Der Diener sprach sie nun um Herberg an, aber sie sagte es ab, weil er nicht um Gottes Willen gebeten hatte. Er wollte weitergehen und einen anderen Platz zum Nachtlager suchen. Da trat der König selbst hinzu. »Lasset mich ein, um Gottes Willen.« »Nicht eher darf ich euch einlassen, bis ihr mich 3-mal um Gottes Willen gebeten habt.« Und wie der König noch 2-mal gebeten hatte, machte sie auf. »Um Gottes Willen, um Gottes Willen.« Da kam sein Söhnlein herausgesprungen, führte ihn zur Mutter hin, und er erkannte sie alsobald für seine geliebte Frau. Den andern Morgen reisten sie alle miteinander in ihr Land, und wie sie zum Haus heraus waren, war es hinter ihnen verschwunden. Ende der Geschichte. Vielen Dank fürs Zuhören. Und alle neuen Abonnenten können mir gerne schreiben, dafür gibt's kostenlose Ausmalbilder. Bis zum nächsten Mal.